Herzlich willkommen bei In die Ferne. Die Polster sind klamm, es regnet rein, die Scheiben beschlagen, sobald man nur irgendein Fenster aufmacht. Alles fühlt sich irgendwie feucht an im Camper. Irgendwann droht Schimmel im schlimmsten Fall. In diesem Video erfahrt ihr, was die Ursachen für Feuchtigkeit im Camper sind und was ihr dagegen tun könnt. Auf In die Ferne findet ihr jede Menge Tipps und Tricks für den Vanlife- und Campingalltag. Wenn euch sowas interessiert, Kanal abonnieren und keinen Tipp mehr verpassen. Feuchtigkeit im Camper kann verschiedene Ursachen haben. Fängt an, wenn man im Auto kocht und heizt mit Gas, denn beim Verbrennen entsteht Feuchtigkeit. Dann kann es sein, dass es einfach regnet und die ganze Luft feucht ist. Das heißt, sobald man einfach in das Auto rein will, geht schon die Feuchtigkeit rein oder man trägt das über die Kleidung rein, die Regenjacke, die Schuhe, ist dann auf den Fußmatten. Oder ihr wascht, also spült oder wascht euch selber mit heißem Wasser oder ihr kocht irgendwas in Wasser. Habt da Wasserdampf hier im Auto. Andererseits, manche haben vielleicht poröse Dichtungen oder irgendwo undichte Stellen, die sie noch gar nicht kennen, wodurch immer ein bisschen Feuchtigkeit im Auto ist. Oder durch Laub und Unrat verstopfte Abläufe, vorne zum Beispiel oder hier oben an den Heckklappen und so, die Gummidichtungen und so, die Abläufe sind auch gerne verstopft. Ja, und dann kommt hier Feuchtigkeit rein und dann Regen haben wir schon genannt. Und weil es jetzt zufällig bei euch gerade regnet und ihr euch fragt, was ihr machen sollt, ich verlinke euch hier oben ein Video, in dem ich euch 10 Dinge nenne, die ihr bei Regen im Camper oder mit dem Camper tun könnt. Was kann man denn jetzt machen gegen Feuchtigkeit im Camper? Punkt 1. Also wenn ihr euch zum Beispiel hier wascht oder wenn ihr irgendwas spült oder irgendwie abduscht oder weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ihr benutzt heißes Wasser. Dann im besten Falle die Klappen auf. Ich weiß, wenn ihr euch jetzt selber wascht, denkst du dir, ja, mache ich doch hier jetzt nicht die Klappen auf. Man kann aber zum Beispiel die Sicht einfach ein bisschen abhängen und man hat halt trotzdem Durchzug. Dann bleibt das Wasser, der Wasserdampf hier jetzt nicht so im Auto. Wäre Tipp 1. Punkt Nummer 2, immer für konstanten, starken Durchzug sorgen, wenn man im Camper mit Gas kocht oder heizt. Ganz ausführlich zu dem Thema gibt es ein anderes Video, das nochmal erklärt, was man gegen diese spezielle Feuchtigkeit tun kann, warum das so wichtig ist. Und genau, verlinke ich euch hier oben. Punkt 3, Abläufe und Dichtung frei halten. Das ist natürlich ein bisschen offensichtlich, aber viele Leute vergessen das. Regelmäßig einfach mal, bevor sie ins Auto einsteigen, einen kleinen Kontrollgang gehen, gerade wenn das Auto 1-2 Tage draußen stand oder so. Vorne gibt es so Lüftungsgitter, Abläufe, hinten die Gummidichtung und so. Da immer schön den Unrat rausfriemeln und dann kann sich das Wasser auch nicht stauen, sondern läuft schön ab. Der nächste Punkt, Punkt 4, poröse oder undichte, also poröse Dichtungen ersetzen, kaputte Dichtungen ersetzen. Das ist nämlich eine Stelle, wo, das unterschätzt man einfach, dass man denkt so, ah ja, die hält halt nicht mehr so ganz am Auto, ist ja nicht schlimm und so, geht noch. Nee, lieber ersetzen, denn genau an den Stellen kommt das Wasser rein, so schön an der Tür läuft das dann runter und so und dann wundert man sich, warum es plötzlich am Holz schimmelt. Es gibt auch Kleber für Dichtungen, das heißt, vielleicht müsst ihr die nicht komplett wegtun, aber wenn sich die durch das Sonnenlicht schon so zusammengezogen haben, dass sie einfach wie geschrumpft sind oder halt überhaupt nicht mehr flexibel sind oder an irgendeiner Stelle so abstehen und ihr schon merkt, so die haben die besten Tage hinter sich, dann lieber ersetzen. Dann hatte ich ja gesagt, die Feuchtigkeit, die man über die Schuhe reinträgt, zum Beispiel vom Boden, und dann hast du da so kleine Pfützen auf den Fußmatten oder so. Also wenn es jetzt welche aus Gummi sind oder so, Feuchtigkeit wieder raus und dann alte Zeitungen in den Fußraum legen. Natürlich jetzt nicht so, dass die euch unter die Pedale oder so rutschen können, aber dass man irgendwie die Möglichkeit hat, von den nassen Schuhen die Feuchtigkeit aufzusaugen. Zum Beispiel dann im Fußbereich von einem Beifahrersitz oder so, dass ihr vielleicht die Schuhe wechselt, trockene anzieht und die nassen draufstellt. Das regelmäßig natürlich ersetzen, dass nicht das nasse Papier dann im Auto bleibt, weil dann habt ihr das Problem auch nicht gelöst. Punkt 6. Nasse Sachen möglichst außerhalb des Autos lagern. Also entweder ihr habt sowas wie eine Dachbox oder so, oder ihr könnt es draußen mit einem Magneten oder einem Haken hinhängen und damit es nicht noch nasser wird, am besten die Sachen in einen wasserdichten, wie sagt man, Packsack, Drybag packen, den man so von Kanutouren und so kennt. Oder wenn ihr sowas nicht habt, geht notfalls auch eine Plastiktüte. Dann könnt ihr es meinetwegen auch im Auto aufbewahren, aber ihr dürft die Sachen dann natürlich nicht da drin lassen, sondern müsst die dann, entweder wenn es aufgehört hat zu regnen oder wenn ihr die Möglichkeit habt, eine Waschmaschine
zu benutzen. Oder wenn ihr irgendwo einen Unterstand habt, wo ihr die Sachen mal aufhängen könnt. Oder wenn es warm im Auto ist oder ihr fahrt und die Heizung anhabt, dann die Sachen aus den Taschen rausholen. Das sind Schimmels. Die Punkte 7 bis 10, die jetzt folgen, sind die Punkte, die man machen kann, wenn man jetzt gar nicht mehr geschafft hat, all diese prophylaktischen Dinge zu tun, sondern das Kind schon in den Brunnen gefallen ist und ihr habt die Feuchtigkeit schon im Auto. So, dann erfahrt ihr jetzt, was ihr machen könnt, um das wieder loszuwerden. Offensichtliche Feuchtigkeit. Sowas wie Pfützen, irgendwas auf Oberflächen, irgendwo, wo es reingetropft ist, nasse Sachen. Alles möglichst trocknen. Also zum Beispiel mit einem Mikrofasertuch, das eine hohe Wasseraufnahmemenge hat. Und dann die feuchten Mikrofasern mit der hohen Wasseraufnahmemenge natürlich, wenn sie vollgesogen sind, nicht im Auto aufbewahren, sondern möglichst draußen. Aber möglichst viel Feuchtigkeit und nasses Zeug aus dem Auto rausschaffen. Punkt 8. Fahren, aber bitte nicht einfach so, sondern wirklich, wenn ihr Strecke machen müsst, wenn ihr wirklich irgendwo hin müsst und es Sinn ergibt. Und dann die Heizung anmachen, schön auf volle Pulle durchheizen, eine geraume Zeit, keine Ahnung, kann ich euch jetzt nicht sagen, kommt auf die Menge der Feuchtigkeit an. Und dann alle Fenster runter, damit die warme Luft mit der Feuchtigkeit aus dem Auto rausgehen kann und damit trockene Luft wieder reinkommen kann. Und dann ein bisschen weiter heizen und dann aufhören. Punkt 9. In Regenpausen Stoßlüften. Mal angenommen, ihr könnt jetzt nicht wegfahren. Ihr steht da halt einfach. Irgendwann zwischendrin wird es halt mal aufhören zu regnen. Und in diesen Pausen ist es sinnvoll, alle Türen und Klappen aufzumachen, damit trockene Luft reinkommen kann. So gut es eben geht. Ne? Wer weiß, wie lange die Regenpause ist. Der letzte Punkt sind eigentlich 2 Punkte, denn es gibt Luftentfeuchter. Es gibt welche, die man kaufen kann und es gibt welche, die man sich selber machen kann. Für ein bisschen günstiger. Entweder ihr besorgt euch zum Beispiel bei Amazon so ein Kissen, Luftentfeuchterkissen. Ist jetzt nur ein Beispiel, kann auch von woanders sein, kann auch eine andere Marke sein. Die Marke weiß ich gar nicht mehr. Aber wir blenden es euch ein. 1 Kilo Kissen und enthält Tongranulat, Salz und Stärke. Das, was ich jetzt rausgesucht habe, kann ungefähr 800 Milliliter Flüssigkeit aufnehmen. Und die Dinger sind wiederverwendbar. Man kann die zum Beispiel dann auf die Heizung legen und wenn die wieder trocken sind, kann man die nochmal benutzen. Das kostet jetzt, dieses 1 Kilo Kissen, 9 €, meine ich. Ihr könnt es ein bisschen günstiger haben, indem ihr zum Beispiel Katzenstreu, Reis, Salz oder alles, was sonst Feuchtigkeit zieht, in kleine Stoffsäckchen packt und euch ins Auto legt. Vorne hin, hinten hin, an verschiedenen Stellen. Oder ihr macht es euch ganz einfach, so wie ich das mache. Ich habe ja immer einen Sack Katzenstreu im Auto. Das erfüllt den Zweck auch. In Socken geht auch, wenn ihr es eine Nummer kleiner haben wollt. Den Sack Katzenstreu, den ich benutze, dieses auf Holzbasis, kriegt man zum Beispiel schon ab 3 €. Das war ein Video, in dem ich euch 10 Tipps und Tricks gesagt habe, was ihr gegen Feuchtigkeit im Camper tun könnt oder wie ihr sie verhindern könnt. Wenn ihr das Video irgendwie hilfreich fandet, freue ich mich, wenn ihr ihm einen Daumen nach oben gebt. Und falls ihr jetzt sagt, also Kompressor Kühlbox 300 € aufwärts ist mir zu teuer, ich will da was Günstigeres, ich verlinke euch hier ein Video, in dem ich euch Kühlmöglichkeiten vorstelle ohne Strom für den Camper. Alles sehr günstig. Und hier unten verlinke ich euch noch ein Video mit ein paar Tipps, wie man im Camper richtig mit Gas kocht und heizt, um so Feuchtigkeitsprobleme und andere Probleme wie Kohlenmonoxidvergiftungen zu verhindern. Ansonsten würde ich sagen, das war ein Video von In die Ferne. Mein Name ist Chantal Stauder, der Mann hinter der Kamera ist Henning Westerkamp. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns hier nächste Woche wieder.